Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute in St. Georgen in Lavantal unterwegs und möchte dir die Burgruine Stein zeigen und dir ein wenig die Geschichte näher bringen. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Also, los geht's! Hoch über den Lavantal auf 717 Meter Seehöhe thront auf einem weithin sichtbaren Felskegel die Burg Stein. Oberhalb von St. Georgen im Lavantal, rund 15 Kilometer östlich von St. André, liegt eine der ältesten und geschichtsträchtigsten Burganlagen Kärntens. Die Gegend um Stein zählt zu den ältesten kirchlichen Besitzungen im Lavantal. Bereits unter Bischof Otto I. von Bamberg, der von 1109 bis 1139 regierte, wurde im nahegelegenen St. Georgen eine Kapelle errichtet. Die Burg selbst jedoch gehörte dem Erzbistum Salzburg, das von hier aus seine umfangreichen Besitzungen im unteren Lavantal verwaltete. Zwischen 1193 und 1215 wird erstmals ein Gottfried de Stein urkundlich erwähnt. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts lag das Vogtrecht bei den Grafen von Bettau. Im Jahr 1215 stellte Friedrich von Bettau in der Burg eine Urkunde aus und bezeichnete sie selbstbewusst als Castro ne Stein, meine Burg Stein. Schon kurze Zeit später gelangte die Burg jedoch wieder in den Besitz der Salzburger Erzbischöfe. Im Jahr 1273 wurde sie schließlich dem Bischof von Lavant übergeben. Ein Schritt, der Stein zur wichtigen bischöflichen Schutz- und Zufluchtsburg macht. Nur 3 Jahre später, 1276, kam es zu einem der brutalsten Ereignisse in der Geschichte der Burg. Graf Heinrich von Pfannberg überfiel die Anlage. Der Bischof Gerhard von Lavant, gegen den Heinrich eine Fehde führte, hatte sich in die Feste Stein geflüchtet. Der Graf ließ den Bischof fesseln und misshandeln. Erst nachdem Gerhard die Burg Stein an Heinrich von Pfannberg übergeben hatte, kam er wieder frei. Die Burg wurde weitgehend zerstört, ein dramatisches Zeichen weltlicher Macht
über geistliche Autorität. Noch im selben Jahr gelangte Stein zurück an das Erzbistum Salzburg, das die Schäden rasch beheben ließ. Doch bereits 1289, während des steirischen Adelsaufstandes gegen Herzog Albrecht I., wurde die Burg erneut Ziel eines Angriffs. Der kaiserliche Feldhauptmann und Söldnerführer Ulrich Kappeler nahm Stein ein, da der Salzburger Erzbischof die Aufständischen unterstützt hatte. Nach dem Friedensschluss kehrte die Burg wieder an das Bistum zurück. Ab 1293 war sie an Rudolf von Fronsdorf, Salzburger Vizedom in Friesach, verliehen. In den folgenden Jahrhunderten wurde Stein meist von Pflegern verwaltet. Ein verheerender Brand im Jahr 1437 zerstörte großteils der Anlage. Doch bis 1444 wurde sie erneut aufgebaut. Im Jahr 1480, während der Konflikte unter Kaiser Friedrich III., eroberte Leonhard II. Von Kollnitz die Burg. Dabei kam es abermals zu schweren Schäden. Stein wurde erneut zum Opfer der großen Machtkämpfe seiner Zeit. (1497) ließ Fürstbischof Leonhard von Keutschach die Burg nochmals befestigen. Da der Palast bereits ruinös war, wurde vermutlich der Wirtschaftshof zur Sommerresidenz für die Bischöfe von Lammernd und Salzburg ausgebaut. Ab dem Beginn des 18. Jahrhunderts bevorzugten die Bischöfe bequemere Residenzen im Tal. Die Burg wurde vernachlässigt und verfiel langsam. Nach der Säkularisierung Salzburgs gelangte Stein in Staatsbesitz und wurde von der Kameralherrschaft St. Andrä verwaltet, ohne nachhaltige Erhaltungsmaßnahmen.
Die Ruine gelangte später in Privatbesitz. Zunächst an die Gebrüder Rosthorn, danach an August Theodor Schütte. Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts folgte Diplomingenieur Helwig Habsburg-Lothringen. Der letzte Eigentümer ließ die Anlage gegen Ende des 20. Jahrhunderts restaurieren und wieder bewohnbar machen. Heute kann die Burg Stein nur von außen besichtigt werden, doch ihre Mauern erzählen von bischöflicher Macht, Fehden, Kriegen und jahrhundertelangen Wandel. Sie ist eines der eindrucksvollsten steinernen Zeugnisse mittelalterlicher Geschichte im Lavantal. Ja, das war das Video über die Burg Stein hier in Lavantal. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da und abonnierst meinen Kanal. Somit verpasst du keine weiteren geschichtlichen Videos mehr von mir. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Gotthard.